Hi und herzlich willkommen auf dem Stoffmiezi YouTube-Kanal. Heute zeige ich euch, wie ihr dieses Wrap Crop Top ganz einfach und ohne Schnittmuster nähen könnt. Falls euch mein Video gefallen sollte, dann freue ich mich riesig über einen Daumen nach oben oder einen netten Kommentar. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, könnt ihr gerne kostenlos meinen Kanal abonnieren, dann das kleine Glöckchen aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Weitere Videos und Nähanleitungen zum Anschauen und auch Nachmachen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß bei diesem Video. Ja, für dieses Projekt benötigt ihr einen dehnbaren Stoff. Ich habe hier einen Viskose-Jersey und dann noch Saumband. Zunächst einmal zeige ich euch hier im kleinen Format, wie ich das Schnittmuster erstellt habe. Den Schnitt habe ich mir von einem Lieblingsoberteil, also von einem eng anliegenden T-Shirt, selbst abgenommen. Wie man den Schnitt von Oberteilen abnimmt, dazu hatte ich schon mal ein Video gemacht und euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Genau, oder vielleicht habt ihr auch schon ein passendes Schnittmuster da. Genau, was ihr halt verwenden könnt, es sollte halt nur relativ eng anliegend sein. Genau, und wir zeichnen hier zunächst einmal das Vorderteil ab. Da wir das komplette Vorderteil benötigen, lege ich mir das hier nochmal in den Bruch und pause die Konturen hier noch einmal nach. Ja, als nächstes müsst ihr überlegen, wie lang das Ganze werden soll. Bei mir soll es ja ein Crop Top werden, also soll das ungefähr bis zur Taille gehen. Genau, deswegen habe ich vom Schulterpunkt bis zur Taille 40 cm abgemessen und mir dort eine waagerechte Linie gezogen. Man könnte das aber auch länger machen, wenn man das gerne möchte. Genau, der untere Rest kommt dann halt bei mir weg und als nächstes habe ich mir vom Schulterpunkt bis zum anderen Ende eine schräge Linie eingezeichnet. Genau, bis zur gewünschten Länge, die ich haben möchte. Und dadurch ergibt sich dann so eine Art Dreieck, genau, welches dann das Vorderteil darstellen soll. Genau, und das schneidet ihr gegengleich zu. Nahtzugabe natürlich nicht vergessen. Genau. Und das Rückteil könnt ihr so nehmen, wie es halt ist und dann halt, wenn ihr auch ein Crop Top haben möchtet, dann die entsprechende Länge wie beim Vorderteil abmessen. Ja, nach dem Ausschneiden solltet ihr dann zwei gegengleiche Vorderteile, ein Rückenteil und zwei Ärmel vorliegen haben. Des Weiteren benötigt ihr noch ein Band zum Binden. Das sollte den Umfang eures Oberteils beinhalten. Bei mir sind das 105 cm und an jeder Seite noch so circa 60 bis 70 cm, ja, halt eben zum Binden. Genau, und das macht dann bei mir eine Gesamtlänge von 2,20 Meter bis 2,30 Meter und in der Höhe habe ich hier 10 cm gewählt. Da mein Stoff nicht so lang war, habe ich hier einzelne Fragmente ausgeschnitten, die ich dann zusammennähen werde. Ja, zunächst einmal legt man beide Vorderteile rechts auf das Rückteil und dann nähen wir zunächst die Schultern zusammen mit einem dehnbaren Stich. Ich verwende hierfür meine Overlockmaschine. Ja, als nächstes bügele ich mir hier ringsherum ein Saumband auf. Da ich das halt später einmal umschlagen möchte und festnähen möchte, ist es besser, wenn man das an der Stelle etwas verstärkt. So, das Saumband ist nun angenäht. Als nächstes setze ich die Ärmel ein. Hierzu genau, befestige ich erst den Mittelpunkt des Ärmels auf die Schulternaht, dann an den Seiten und stecke dann halt eben in der Mitte nochmal fest. Genau, das gleiche mache ich auch auf der anderen Seite. Dann nähe ich hier wieder mit einem dehnbaren Stich. Ich mache das Ganze hier wieder mit der Overlock. Des Weiteren versäubere ich noch die Saumkanten des Ärmels, damit ich das dann später besser umschlagen kann.
So, die Ärmel sind nun angenäht. Als nächstes nähen wir die Seiten zusammen. Und zwar lege ich hier zunächst die Achselnaht auf die Achselnaht. Das funktioniert am besten, wenn die eine Overlocknaht in die eine und die andere Overlocknaht in die andere Richtung schaut. Und genau, stecke mir das Ganze fest. Genau, und dann nähe ich hier wieder mit einem dehnbaren Stich. Ich mache das hier wieder mit der Overlock und auf der anderen Seite funktioniert das wieder ganz analog. Ja, die Seiten sind nun zusammengenäht. Als nächstes klappe ich mir das Ganze hier ringsherum an den Ausschnitt ein. Genau, und zwar so viel wie mein Saumband breit ist, stecke das Ganze fest und steppe das Ganze dann von der rechten Seite mit einem Gradstich ab. Ja, als nächstes nähe ich das Bindeband an, und zwar markiere ich mir hier die hintere Mitte des Oberteils, und zwar indem ich mir die Seitennähte aufeinander lege und mir dann einen Knips setze. Genau, mein Bindeband habe ich hier schon zusammengenäht und hier mir auch schon die Mitte markiert. Genau, und dieses lege ich rechts auf rechts, genau, auf mein Oberteil. Das Band wird dann über die komplette Länge des Tops festgesteckt, und wenn ihr das dann habt, dann wird hier mit der normalen Nähmaschine genäht, und zwar mit einem Zickzackstich. Und genau, aber nur bis zum Ende des Tops nähen und nicht weiter. Ja, das Band ist nun festgenäht. Jetzt gehen wir an beiden Enden und legen uns diese Enden rechts auf rechts erstmal übereinander. So, die Enden sind nun fixiert, und zwar näht ihr jetzt hier wieder mit einem dehnbaren Stich, und zwar hier wieder mit dem Zickzackstich, aber nur dorthin, bis wo das Top anfängt. Und auf der anderen Seite macht ihr das ganz analog. Ja, das Band ist an den Enden nun auch zusammengenäht. Jetzt wende ich das Ganze, und zwar nehme ich hier einfach einen Stift und genau, dann die Ecken noch schön ausformen und dann nochmal alles schön glatt bügeln. Genau, und wenn ihr das dann soweit habt, dann haben wir hier noch das offene Teil. Hier klappt ihr die Nahtzugabe, mit der ihr gerade genäht habt, einmal um. Also das passiert an den Enden hier schon automatisch, und genau, steckt das sozusagen über die vorherige Naht fest. Ich mache das Ganze hier mit Stecknadeln. So, ich habe jetzt hier alles festgepinnt, allerdings habe ich hier die Pins nochmal von der anderen Seite festgesteckt, weil ich halt auch von der schönen Seite nähen werde. Genau, ich nähe das hier mit einem Gradstich fest, mit einer etwas größeren Stichlänge von 3. Genau, ihr solltet halt aufpassen. Also ich nähe im Nahtschatten, und dabei muss aufgepasst werden, dass ihr auch die hintere Seite erwischt. Also sozusagen das, was festgesteckt ist, muss über die vorherige Naht ragen. Genau, und des Weiteren habe ich mir an den Ärmeln den Saum nach innen geschlagen. Das sind bei mir 2 cm Saumzugabe gewesen. Genau, und das Ganze werde ich dann mit einer Zwillingsnadel säumen. So, die Ärmel sind gesäumt, das Bändel ist angenäht, und jetzt zeige ich euch gleich, wie das angezogen aussieht. Ja, so sieht dann das fertige Ergebnis aus. Das Top könnt ihr dann an der Seite binden oder hinten oder auch vorne. Dann hoffe ich, dass euch mein Video gefallen hat. Falls ja, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da oder einen netten Kommentar. Falls es Fragen oder Anregungen gibt, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Dann bis zum nächsten Video. Eure Stoff Mieze.